Kaputte Kleidung noch bevor die Kinder rausgewachsen sind oder welche, die im Schrank versauert, weil sie einfach nicht angezogen werden will, das kennen wir alle. Deshalb höchste Zeit für eine Tippsammlung, wie wir ohne viel Hackmack und ohne Nähmaschine mit einfachen Mom-Hacks Kinderkleidung retten können. Fangen wir an mit den aufgerissenen Knien, denn die sind definitiv nicht nur im Krabbelalter an der Tagesordnung. Viele fragen sich zwar, warum eigentlich, aber das Phänomen zieht sich tatsächlich bis ins Schulalter. Nähen für solche großen Löcher ein Stück Stoff, zum Beispiel von einem alten T-Shirt, der ist direkt so ein bisschen dehnbar, was nicht schadet an den Knien. Fixiert das dann hinten an der Rückseite, entweder mit Textilkleber oder mit Bügelflicken oder gleich mit beidem, das geht auch. Und bemalt es zum Beispiel an der Vorderseite individuell mit einem schwarzen Textilstift. Alternativ könnt ihr zum Beispiel Augen mit Nadel und Faden auch aufnähen. Ich habe hier gerade jemanden im Ninjago-Fieber und der hat sich riesig über sein neues Outfit gefreut, das kann ich euch sagen. Super einfach zu gestalten sind zum Beispiel aber auch ein Haigebiss oder ein Monster, sieht so ähnlich aus. Das Logo sowie das Spinnennetz von Spider-Man zum Beispiel oder das Batman-Logo. Wenn ihr jetzt ein Motiv wie zum Beispiel dem Hai hier mit so ein paar Nadelstichen noch Augen aufnäht, dann fixiert ihr den Flicken auf der Rückseite gleichzeitig nochmal doppelt, sodass er noch besser hält. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind wirklich unendlich, wenn ihr diesen Trick anwendet. Sucht über euer Handy ein geeignetes Motiv übers Internet, zieht es auf die Größe, die ihr haben wollt und legt den Stoffrest dann aufs Display. Das Display, das leuchtet hell durch den Stoff durch, sodass ihr direkt drauf abhausen könnt. Wer nicht zeichnen will, nimmt einfach einen bedruckten Stoffrest und fixiert ihn von Hand mit so ein paar einfachen Nadelstrichen drumherum. So kleine Kreuze sehen ganz süß aus wie Sternchen. Egal wie ihr es macht, das Loch ist zu und die Hose ist viel, viel cooler als vorher und wird vermutlich mit ganz viel Stolz getragen. So, und dann können Kinder konsequent Kleidung verweigern. Warum nicht? Ich will nicht. Oh, was das für ein schöner Pullover ist. Ich will gar nicht. Die schönsten Klamotten bleiben so oft im Schrank, bis sie zu klein geworden sind. Meine Lia verweigert zum Beispiel seit langem Partout-Pullover. Ich vermute, dass es daran liegt, dass ihr oft warm ist und dass ihr zu mühselig ist, ihn selbstständig auszuziehen. Deswegen sagt sie von vornherein, sie will das nicht. Wir haben jetzt aber trotzdem viele Pullis für sie im Schrank. Und wer das Problem auch kennt, kann sie in ein paar Minuten in so super süße Jäckchen verwandeln. Der Trick eignet sich aber auch gut, wenn zum Beispiel Longsleeves oder Pullis langsam zu eng werden. Schneidet dafür das Kleidungsstück senkrecht von unten nach oben mittig auf und säumt die Kanten mit einfachem Säumband oder Bügelvlies um. Also das Band wird zuerst einseitig aufgebügelt, die Folie wird dann abgezogen, der Stoff wird umgeklappt und dann mit einem feuchten Tuch abgedeckt. Jetzt bügelt ihr mit möglichst viel Druck und so heiß drüber, wie es geht, also wie der betroffene Stoff es zulässt. Hier gilt, je heißer, desto besser. Also wir haben jetzt ein paar super süße kleine Strickjäckchen, die Lia plötzlich sehr, sehr gerne trägt und schnell und einfach selbstständig aus- und anziehen kann. Völlig verdreckte Schuhe. Bei sowas denkt man, da hilft nur noch die Waschmaschine, aber das ist tatsächlich aufwendiger, als man denkt, wenn sie nicht verformt oder kaputt gehen sollen. Also erstmal muss der grobe Schmutz abgeputzt werden, dann müssen lose Teile wie Sohlen oder Schnürsenkel entfernt werden, das richtige Programm, die richtige Temperatur und das richtige Waschmittel muss gewählt werden. Zum Trocknen sollen sie dann ausgestopft werden und dann noch imprägniert werden. Also das geht vor allem bei kleinen Kinderschuhen tatsächlich einfacher und viel, viel schneller per Hand. Vermischt dafür nur eine kleine Portion Backpulver mit etwa der gleichen Menge Spülmittel und reibt dann diesen entstandenen, ich nenne ihn jetzt echt Zauberschaum, in kreisförmigen Bewegungen in den Schuh ein bzw. ihn damit ab. Und dann lasst ihr das Ganze 5 Minuten einwirken und spült einfach nur noch mit klarem Wasser ab. Die Schuhe könnt ihr dann einfach an der Heizung trocknen lassen und sie sehen wirklich aus wie neu. Bügelpatches sind super praktisch, darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, aber es gibt sie oft nur in größeren Paketen zu kaufen. Und wer jetzt nur einen haben will oder vielleicht ein paar auf Vorrat braucht, kann einen Bügelflicken auch einfach selber machen. Vorausgesetzt, ihr habt Bügelvlies oder Säumband in eurem Flickkörbchen. Ich habe jetzt hier ein paar Flicken aus Jeansstoff gemacht, also Jeansstoff von einer alten oder von einer gekürzten Jeans. Eignet sich hierfür super gut, weil er sich einfach gut zuschneiden lässt und an den Rändern nicht einrollt, sondern höchstens so hübsch ausfranst. Lia trägt am liebsten immer so gefütterte Leggings, die an den Knien langsam immer lichter werden, obwohl sie noch gut passen. Die sind so ein perfekter Kandidat für solche Jeansflicken. Nehmt den noch nicht zugeschnittenen Jeansstoff und bebügelt ihn jetzt einfach mit Säumband. Jetzt könnt ihr ein Motiv drauf zeichnen, aber wer jetzt so schlecht von Hand zeichnen kann wie ich, der kann auch gut mit Keksausstechern arbeiten und einfach die Motive umranden, die das Kind haben möchte. Ich glaube, Keksausstecher hat auf jeden Fall jede Mama zu Hause und die eignen sich dafür super. Schneidet dann einfach die Motive aus und jetzt könnt ihr sie entweder im Flickkörbchen aufbewahren und wenn ihr sie direkt verwenden möchtet, dann zieht ihr die Folie ab,
legt wieder ein feuchtes Tuch auf den Flicken drauf und bügelt einfach nur fest, heiß und möglichst lange drüber. Und wer jetzt auf Nummer sicher gehen will, dass das alles auch bombig hält, was jetzt bei Bügelflicken nicht 100% selbstverständlich ist, der kann zusätzlich mit Nadel und Faden den Flicken noch mit so ein paar Nadelstichen umrahmen. Ich persönlich finde das nicht nur doppelt sicher, sondern auch doppelt so schön. Dann gibt es die bekannten Mottenlöcher, die eigentlich oft am Gummirand der Waschmaschine entstehen, werden dann fälschlicherweise oft als Mottenlöcher bezeichnet. Die kann man super gut mit Flick- oder Nähpulver wieder flicken. Dafür dreht man das T-Shirt einfach auf links, legt ein Stück Alufolie drunter, umrandet dann mit dem Pulver die Löcher auf der Rückseite und legt dann so kleine Stücke ähnlichen Stoff einfach drauf. Schützt das Ganze jetzt nochmal mit einem Stück Backpapier, bevor ihr drüber bügelt. Und beim Drüberbügeln verflüssigt sich der Schmelzkleber praktisch, verklebt dann beide Seiten unlösbar miteinander. Und auch hier gilt, je heißer die Bügeltemperatur und je größer der Druck, desto fester wird die Verbindung. Bis zu 2 Minuten drüber bügeln schadet nicht, achtet aber darauf, welche Temperaturen euer Stoff aushält. Jetzt komme ich zu den tollen Bügelpatches. Also für einzelne größere Löcher oder Flecken finde ich es auch immer wirklich ratsam, so ein paar schicke, coole oder thematisch aufs Kinderalter passende Bügelpatches in der Flickbox zu haben. Die gibt es günstig in größeren Sets und das Kind kann sich dann eben aussuchen, was ihm am besten gefällt. Und ich finde, hiermit lassen sich natürlich auch einfarbige Shirts, Pullover oder Jeans gut aufpimpen, wenn ein Kind zum Beispiel meint, das wäre ihm jetzt zu langweilig einfarbig. Habe ich auch schon gehört. Hosen sind manchmal beim Kauf einfach viel zu lang. Das Umsäumen geht aber wirklich so einfach und super gut mit Säumband, dass wieder einfach nur aufgebügelt wird. Die Folie wird dann wieder abgezogen, wie ihr das jetzt schon gesehen habt, und die Kante umgeschlagen. Nochmal drüber bügeln und die Hose passt. Und das Gute daran finde ich vor allem, dadurch, dass die Klebestelle nur die Innenseite betrifft, kann sie später einfach wieder aufgerissen werden. Selbst wenn dann Kleberückstände dranbleiben, liegen sie auf der Innenseite, sind nicht sichtbar und die Hose wird dadurch mitwachsen. Und wenn die Hose dann später doch irgendwann zu kurz wird, oder sehr große Löcher in den Knien sind, die jetzt keiner flicken mag, ist das Kürzen nach gleicher Art und Weise auch eine gute Möglichkeit. Hier müsst ihr dran denken, aus Jeansresten lassen sich ja wie gesagt schöne Flicken selber machen, deshalb könnt ihr die gut erstmal aufheben. Wenn es beim Reißverschluss hakt oder der Zipper abgerissen ist, dann kann so ein ganz normales Bändchen oder ein Haargummi oder auch ein Schlüsselring super hilfreich sein. Das ist dann sowieso für die kleinen Kinderfingerchen viel besser zu handhaben als so ein kleiner Zipper. Wenn er jetzt nur klemmen sollte, dann helfen das Graphit von einem Bleistift oder Kerzenwachs beim Schmieren. Ich denke, das habt ihr schon oft gesehen. Noch nicht ganz der letzte Tipp, aber fast zum Schluss kommt noch ein Tipp, der vielleicht nicht ganz so oft Anwendung findet, aber so gut funktioniert, dass er mich einfach beeindruckt. Also gewöhnliches Backpulver aus der Küche ist der Retter in der Not für frische Fettflecken. Ist auch für unterwegs gut zu wissen, finde ich. Hier reibt man einfach mit kreisförmigen Bewegungen so ein bisschen Backpulver auf den Fettfleck, zum Beispiel mit einer Zahnbürste, lässt ein bisschen einwirken und klopft das Ganze einfach wieder ab. Der Fettfleck ist dann kaum mehr sichtbar. Das Ganze funktioniert übrigens auch an der Tapete. Also wenn kleine Fettfingerchen dran waren, dann kann Backpulver hier mit so ein paar Tropfen Wasser zum Schaum gemacht werden. Das Ganze könnt ihr wieder einwirken lassen, bis es trocken ist, und dann reibt ihr das einfach nur noch ab. Und jetzt ganz zum Schluss zeige ich euch nochmal den für mich jedenfalls perfekten oder auf jeden Fall möglichen Inhalt einer Kleidungsrettungsbox für Mamas. Also was in meinem Mami-Blog-Flickkästchen sozusagen drin ist. Das enthält jetzt wirklich alles zum nähmaschinenfreien Flicken für Kinderkleidung. Verlinke ich euch auch gern alles in der Infobox. Drin sind Textilkleber, Bügelpatches in Motivform und Bügelpatches ohne, Säumband, ein bisschen Garn und Nadeln, ein Textilmarker, eine Schere, Backpulver, eine Zahnbürste und so ein paar Stoffreste. Ja, und mehr als das und ein Bügeleisen natürlich braucht es nicht, um wirklich alle klassischen Kaputtstellen an Kinderkleidung zu versorgen.